Einen wunderschönen guten Morgen. Wir reißen das Lager ab. Da unser nächstes Ziel, der Yellowstone National Park, aufgrund von starken Regenfällen geschlossen war, blieb uns nichts anderes, als auf direktem Weg Richtung Kanada zu fahren und den Besuch des Yellowstones auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Meinst du, es geht gut, ja? So. Das wäre dann American Style. Ich wollte gerade sagen, wir machen das Amerikaner, aber wir nicht. Merkt euch diese Stelle. Es ist unglaublich windig und wir waren auf dem Weg zu einem Wildcampingplatz und haben hier angehalten, um zu überlegen, ob wir wirklich weiterfahren sollen oder lieber abbrechen und uns ein Motel für diese Nacht nehmen. Denn es waren über 80 km/h Windböen angesagt für diese Nacht. Oh. Lass mich auch zurückrollen. So. Das sieht super aus. Mega hier. Oh. Unser Zeltplatz ist fertig eingerichtet. Und du siehst so aus, als wenn du gleich losläufst hier mit mir wanderst, ne? Ich habe ein isotonisches Getränk und habe mir eine Mütze gebastelt gegen den Wind. Das Coole ist halt, es ist hier relativ windstill geworden. Warum auch immer, irgendwie haben wir da einfach Glück gehabt. Wir laufen jetzt hier anscheinend auf so einem Mountainbike-Trail. Der sieht schon echt cool aus. Du wolltest ja vorhin schon mal mit Wanderer irgendwie entlang fahren. Hätte ich eine Zufahrt gefunden, wäre ich, glaube ich, hier raufgefahren. Wie weit das hier runter geht. Ich meine, wir können auch das Motorrad holen und einfach hier lang fahren. Auch hier, ja. Musst du gut einlenken, sonst knallt es ganz schön. Oh. Nee, das wäre hier ein Killer. Ich glaube, hier würdest du nur noch rutschen mit den Rädern. Definitiv bekommt man es mit Motorrad hin, auch mit unseren. Aber du müsstest geübter sein als das, wie wir es jetzt können. Hier, das Doofe ist ja, du hast hier diese Kante, die ist ein bisschen tricky. Aber ich würde bis hierhin ranfahren und erstmal anhalten. Das ist schon mal ein Fehler, glaube ich. Nee, warum? Weil dann, hier habe ich nämlich eine Kante, hier komme ich mit dem Fuß gut rum. Dann würde ich einlenken und sie langsam mit dem Hinterrad, ich würde das Hinterrad gedrückt lassen, langsam mit dem Hinterrad so rumrutschen. Halt, du musst langsam sein, damit das Vorderrad nicht, dass du nicht übers Vorderrad rutschst. Und dann so langsam hier runter machst und hier so ein bisschen mit den Beinen so stabilisierst. Und ab hier ist es easy going, ab dahin lässt du dann laufen. Und so kurz davor, aber ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ja, doof ist, wenn ich das schaffe, aber dann da unten nicht herkomme. Ja. Hoch auf jeden Fall nicht. Also hoch nicht. Es ist eine sehr schwierige Stelle und hier musst du auch ziemlich gut bremsen wieder, dass du dann hier nicht durch die Gegend ballerst. Ja, das hier unten ist eigentlich noch mal schlimmer. Wir müssen über diese Kante fahren und dann aber hier in der Mitte bleiben. Hier könntest du natürlich bremsen, oh, und hier könntest du wirklich füßeln und stehen. Ja, unterschiedliche Ansichten. Die Frage ist, wie kommt man hier wieder raus? Nicht hinfallen. Man sieht dann einigermaßen, wie steil das hier auch ist. Ich meine, ich hätte schon Lust. Muss ich ehrlich gestehen. Ich will das beweisen, dass das geht. Ich meine, ich hätte auch Lust, dir dabei zuzugucken. Lust zu sehen, wie du dich auf die Schnauze legst. Rennen. Lass mal auf die Karte gucken. Ja, wir sind hier. Bin nicht mehr so weit. Ansonsten, wie weit geht es sonst noch weiter, wenn es nur noch bergab geht? Bis da unten hin. Nein, notfalls fährt man das, oder? Okay. Ah, jetzt mit einem Motorrad, oder? Ein Motorrad nur, ja. Okay. Dann holen wir das mal und probieren es dann mal.
Ja, das passiert, wenn man ein zu großes Maul hat. Jetzt stehe ich hier und bin aufgeregt. Naja. Das Schwierigste ist wirklich jetzt überhaupt erstmal auf den Trail zu kommen. Ach, Wander. Junge, ist der steil. Ey, eigentlich wollte ich links den Fuß runter machen. Wie habe ich mir das denn vorgestellt? Scheiße. Hier kannst du dich eigentlich fast nur mit dem hier drüben abfangen bis zu einem bestimmten Punkt, wo du dann rollen musst anscheinend. ABS. Da kommt gleich eine kleine Kante, wo sie wegrutscht. Aber du kriegst sie wieder aufgestellt. Ja. Oh Mensch, das hat Peng gemacht. Ja. Hui. Ist aber super in der Spur. Sehr schön. Jetzt hier Sozis-Betrieb auf dem Single Trail für Mountainbike. Okay, vielleicht versuchen wir es doch langsam im Sitzen. Ich kann hier runtergehen. Ja, ich will hier runter. Ich will hier runter. Hier will ich runter. Das ist nur Organ. Wie können wir denn auch so dämlich sein, hier langlaufen und uns zu denken, oh, das ist ja toll, da kann man schon mal langfahren. Ich glaube, das ist hier zu eng, um zu zweit zu fahren. Weil ich glaube, laufen. Also ich kann, nein, musst du wissen. Ich glaube, ich schlenker zu sehr mit dir hinten drauf. Das könnte gefährlich werden. Ich darf jetzt hier laufen. Ich meine, sicher ist sicher. Der Trail ist schon ziemlich schmal. Und bevor man hier zu zweit irgendwie stürzt und bergab fällt. Aber vielleicht sagt sie jetzt auch, okay, ist alles super und du kannst hinten raufspringen und dann fahren wir einfach gemeinsam. Jetzt darf ich wieder rauf. Oh, wenn du aufsteigst, ist es auch immer wie ein Erdbeben. Okay. Ready? So schnell. Geschwindigkeit stabilisiert. Ich versuche im Sitzen zu fahren. Entschuldigung, ich hatte Angst. Das glaube ich. Aber im Sitzen ist schon spannend, Junge. Wenn du nichts siehst. Wenn du so über die Bergkuppe kommst und du siehst nicht, wie es da hinten weitergeht. Willst du hier noch mal fahren? Wir sind gerade da. Ich wollte gerade sagen, komm, runter mit dir. Puh, ja, natürlich muss ich es mir jetzt selber auch erstmal beweisen. Ohne Fuß absetzen, bist du eine krasse Sau. Ja. Nein, nein, nein. Oh. Was bist du denn?
Soll ich dich mitnehmen? Ich glaube schon, also ich fühle mich ziemlich sicher. Und ich fahre langsam. Ja, wir müssen hier raus. Ja, hier würde ich dir auch empfehlen, runter zu gehen. Man könnte ja hier springen. Ne? Das ist schon wieder so dreckig. Warte, ich wollte dann wieder aufsteigen. Ach so. Wanda geht so ab hier drauf. Ich hatte ein bisschen viel Spaß mit Wanda. Wir haben es beide geschafft, sind auch heile beim Camp wieder angekommen. Was wir aber beide verkackt haben, ist, während des Films nicht hinzufallen. Ich habe mir noch gedacht, das ist ganz schön steil hier, musst du aufpassen. Und auf einmal nur so... Ich bin sehr gespannt auf den Aufnahmen, was davon spektakulärer aussieht. Entweder dein Sturz, wo du irgendwie alles ins Gesicht bekommst, oder mein Sturz, wie ich einfach nur wie eine dicke Kugel auf den Rucksack hinten Wie so falle. ein Käfer. Ich glaube, du hast gar nicht geschlafen. Oh, das ist einfach so laut. Es ist wirklich unglaublich laut. Ich hoffe, man hört das ganz gut auf der GoPro.